Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Pfizer von der Marke Ramon Monegal vorstellen. Ja, hier stimmt meiner Meinung nach einfach alles. Es ist für mich eine glatte 10 von 10 und eines meiner absoluten Lieblingsparfums. Heute gibt es auch so einiges zu sehen, deswegen starten wir auch direkt mit der Flakon-Präsentation. Hier haben wir nicht nur einen unfassbar tollen und hochwertigen Glasflakon, sondern vor allem eine wirklich hochwertige und natürlich auch optisch ansprechende Verpackung. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe sowas in dieser Art und Weise vorher noch nicht gesehen. Die ganze Aufmachung, die ganze Verpackung wiegt tatsächlich auch 1,3 Kilogramm. Mitunter hat man das ja, dass alles recht hochwertig ausschaut, die Materialien dann aber doch leider zu wünschen übrig lassen. Und hier ist das alles ganz anders. Also es sieht nicht nur optisch ansprechend aus, sondern es ist vor allem auch wirklich sehr hochwertig. Wir haben hier also hochwertige Materialien. Es wurde auf alles geachtet und Wert gelegt. Die Verarbeitung ist super. Also in meinen Augen ist das wirklich die absolute Perfektion. Das kann man nicht besser machen. Aber natürlich ist und bleibt das alles Geschmackssache. Die 50 ml kosten hier 190 Euro. Das ist im Nischenbereich mehr oder weniger normal. Hier bekommen wir aber endlich auch mal so einiges geboten. Denn ich habe das ja auch schon öfter in meinen Videos kritisiert. Es gibt so einige Nischenmarken, die ähnliche Konditionen aufrufen, aber dann doch eben nur einen schlichten Pappkarton mitliefern. Und ich finde, dass die Marke hier wirklich das beste Beispiel dafür ist, dass das alles dann doch etwas hochwertiger geht. Es muss natürlich nicht immer so eine hochwertige Aufmachung und Verpackung wie eben hier bei Pfizer sein. Aber ich finde, wenn man so um die 200 Euro ausgibt, darf man eben mehr als nur einen schlichten Pappkarton erwarten. Aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es auch trotz der Begeisterung hier immer primär um den Duft und um die Duft-DNA. Aber auch die DNA ist ganz wundervoll. Ja, wir haben hier im Prinzip eine Rose-Oud-Safran-Kombination, aber etwas anders, als man das vielleicht eben aus anderen Düften kennt. Ja, der Start ist tatsächlich schon recht safranlastig. Für mich ist die Safrannote aber tatsächlich noch relativ würzig und weniger ledrig. Das ändert sich dann aber im Duftverlauf wieder. Und wir haben hier auch noch Anis und Zimt. Und dadurch ist die Kopfnote tatsächlich auch kurzzeitig frisch, aber vor allem auch aromatisch. Im weiteren Duftverlauf bekommen wir diverse blumige Noten. Hier nehme ich vor allem die Rose und auch Jasmin wahr. Aber ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass die ganze Duftkomposition wirklich perfekt aufeinander abgestimmt ist und vor allem die Duftnoten ineinander verwoben sind. Also man riecht zwar einige Duftnoten ganz klar und deutlich heraus, aber nichtsdestotrotz ist jetzt nichts irgendwie sehr präsent oder zu präsent, sondern es ist wirklich perfekt aufeinander abgestimmt. Dann nehme ich hier auch ganz klar eine Fruchtsüße wahr, nämlich hier haben wir die Himbeere. Die Marke arbeitet sowieso relativ viel eben mit der Himbeere. Wir haben dann auch noch Oud, tatsächlich aber kein animalisches Oud, sondern das Ganze ist wirklich sehr weich und einfach nur richtig schön holzig. Und der Dry Down wird wirklich ganz wundervoll, weich, ambriert, ja fast schon auch cremig. Hier haben wir nämlich Amber, Vanille, Sandelholz und auch etwas Karamell. Karamell unterstützt meiner Meinung nach eben auch die Fruchtsüße der Himbeere. Abschließend auch noch mal ganz kurz etwas zu der Safrannote. Ich sagte ja eingangs, dass ich die Note zum Start eher nur in Anführungsstrichen würzig wahrnehme. Das Ganze sich dann aber tatsächlich über mehrere Stunden so leicht ins Ledrige entwickelt. Also sowieso hat dieser Duft eine ganz tolle Duftentwicklung, aber ich nehme wirklich nach einigen Stunden auf meiner Haut so eine ganz leichte, feine Ledernote wahr. Also zusammengefasst ist das für mich ein wundervoller Rose-Oud-Safran-Duft, der im Duftverlauf durch die Himbeere eine tolle Fruchtsüße bekommt. Im Drydown wird das Ganze richtig schön weich, ambriert und holzig. Hier haben wir vor allem Amber und Sandelholz und dann bekommen wir durch Safran auch noch eine feine Ledernote. So, und zu guter Letzt kommen wir einmal zu der Haltbarkeit und auch die ist überragend, denn dieser Duft hält Minimum 24 Stunden plus. Ihr könnt euch dazu auch gerne mal englischsprachige Reviews anschauen. Da gibt es so einige, die sogar sagen, dass dieser Duft Minimum 2-3 Tage hält und die Sillage auch mehrere Räume füllt. Auch das kann ich mehr oder weniger bestätigen, denn die Sillage ist wirklich sehr intensiv. Mit nur 2 Sprühern nehme ich diesen Duft selbst noch nach 12 oder 14 Stunden wirklich sehr intensiv wahr.
Ja, und dann bin ich jetzt auch durch für heute und du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du Pfizer kennst und falls ja, wie findest du diesen Duft? Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter. Bis demnächst.